Hast du Lust, dein klassisches Spritzgebäck einmal mit Hefewasser oder Wasserkefir zu verfeinern? Dann brauchst du Mehl und Zucker und dann ein bisschen Vanilleextrakt oder das Mark einer Vanilleschote. Dann folgt auch schon der Wasserkefir oder das Hefewasser. Und nun kommt jetzt hier erst einmal das klassische Rezept mit 2 Eiern. Es kommt aber später noch mal 'ne richtig geniales vegane Variante. Vielleicht hast du ja mal keine Eier im Hause. Dann hier noch mal eben ein bisschen Butter. Das gehört natürlich auch mit dazu. Das ganze Rezept wie immer unten in der Beschreibung, kommt aber auch noch mal zum Schluss. So, und damit der Teig richtig gut gelingt, habe ich hier von Taifun von Rammershofen hier für die KitchenAid einmal diesen Flachrührer. Der klappt richtig gut. Ich habe ja auch noch die Kenwood Cooking Chef zu Hause und ich muss tatsächlich gestehen, dass die ganz schön Staub ansetzt, denn mit der KitchenAid kann ich so viele schöne Dinge machen, wie jetzt heute dieses Spritzgebäck. Dafür braucht ihr den Fleischwolf-Aufsatz. Da habe ich euch kürzlich ja gezeigt, wie man ganz einfach Bratwurst selber machen kann. Und ich arbeite schon an der veganen Variante. Da ich mich ja ein bisschen antientzündlich ernähren muss, darf ich nicht mehr so viel Fleisch essen und ja, da fallen solche Sachen weg und deswegen optimiere auch ich da so ein bisschen meine Essensweise. Und das Aufbauen hier von dem Aufsatz ist wirklich einfach. Die Schnecke bleibt drinne, dann kommt hier schon der Aufsatz und die Schraube drauf. Da könnt ihr einfach rumschrauben, das dreht sich so ein bisschen und danach kommt dann hier der Stab noch mal mit den verschiedenen Formen. Und beim ersten Mal habe ich jetzt erst mal so ein bisschen rumprobiert, welche Form denn für mich in Frage kommt, denn ich muss tatsächlich gestehen, in meiner Kindheit gab es kein Spritzgebäck. Vielleicht gekauft, aber nicht selber gemacht. Und das muss ich natürlich jetzt nachholen. Also testen wir das mal aus. Ihr müsst bei der KitchenAid wie immer hier erst einmal die Schraube auflockern. Dann kommt das Ganze hinzu. Und ich habe gleich noch mal ein ganz paar wertvolle Tipps für euch, die mir wirklich sehr geholfen haben, das gut hinzubekommen. Und zwar hier noch mal im Nahen, damit ihr seht, wie das Ganze aussehen muss. Und das war jetzt hier so einer der ersten Probeläufe. Da habe ich schon mal geguckt, ob das mit dem Teig so klappt und wie das ja funktioniert. Ich habe mir den jetzt hier so ein bisschen unterteilt und wichtig ist, dass der Teig schön kühl ist. Wenn ihr aber wirklich richtig perfekte Ergebnisse haben wollt, dann zeige ich euch gleich noch mal was. So, und dann habe ich hier jetzt erst einmal geguckt, so zwischen Stufe 2 und 4 hat immer ganz gut geklappt. Das ist hier die Sternvariante, die fand ich ganz schön. Dann auch hier Nummer 2, das war auch schick, aber ich fand tatsächlich die Sternvariante war eine meiner Favoriten und diese hier. Und, da habe ich dann erst einmal so ein bisschen ausgetestet. Meine Mitglieder sagten dann noch so: „Ah ja, Emma, schon ganz gut, aber ja, ein bisschen lang dein Gebäck geworden“, aber das war ja auch wirklich nur für Testversuche. So, und dann habe ich mir gedacht, wegen meiner Ernährung muss ich ein bisschen gucken. Also hier jetzt die vegane Variante. Da wir kein Ei zur Bindung haben, habe ich jetzt mich hier für Stärke mit Wasser entschieden. Das haben die meisten ja zu Hause. Das ist jetzt so am einfachsten. Ich fand jetzt so ein Leinsamenei, das war jetzt nicht so meins. Also ein bisschen Stärke und Wasser quellen lassen. Dann Mehl und Puderzucker hier einmal. Und dann habe ich euch kürzlich fermentierte Hirsebutter gezeigt. Das ist die. Und weil das ja keine richtige Butter ist, brauchen wir ein bisschen Fett, deswegen Kokosöl, noch eine Prise Salz zum Hervorheben des Geschmacks und auch hier ein bisschen Vanilleextrakt und das Ganze wird schon mal ein bisschen vorgemixt, bevor dann natürlich auch hier eben wieder entweder Wasserkefir oder die selbst hergestellte Hefe hinzukommt. Hier habe ich mich jetzt auch für 2 Esslöffel entschieden. Die Rezepte findet ihr, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Sie kommen am Schluss. Da bitte wirklich bis zum Ende, bis zum Abspann abwarten. Das kommt danach. Einfach eben pausieren und dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Dann könnt ihr das auch ganz einfach zu Hause nachbacken. Das ist jetzt hier zum Beispiel der vegane Teig. Das Wichtigste ist dann jetzt wirklich das Ganze kühl stellen. Ich kann euch daher ans Herz legen, den Teig auf jeden Fall am Vortag zu machen.
Wenn das nicht möglich ist, mindestens eine Stunde kalt stellen, egal ob die klassische oder die vegane Variante. Es gelingt dann einfach besser. Ich habe zum Beispiel die Herausforderung, wenn die Sonne scheint und ich etwas morgens mache, dann ist es unheimlich heiß bei uns in der Küche, weil da richtig schön die Sonne drauf knallt und dann ist das mit dem Spritzgebäck nicht ganz so klasse gewesen. So, und deswegen hier noch der nächste Tipp. Diesen Aufsatz, hier könnt ihr es erkennen, auch mit dem Teig in den Kühlschrank stellen. Ich habe das so gemacht, dass ich das am Abend vorher die Teige vorbereitet habe und dann am nächsten Morgen, hier, wenn alles schön gekühlt ist, dann habe ich den Teig einmal vorbereitet, also zubereitet dann. Das kann ich euch tatsächlich sehr ans Herz legen. Ich habe jetzt hier noch mal eben diesen Aufsatz vom Fleischwolf mit drauf gemacht. Theoretisch könntet ihr den auch weglassen. Und diese Form gefiel mir jetzt am besten hier. Und das ist jetzt der vegane Teig. Er ist halt ein bisschen heller. Falls ihr ein bisschen gelber haben wollt, weil das Eigelb ja fehlt, ein bisschen Kurkuma reingeben. So, und normalerweise macht man das dann so, man drückt den Teig runter, der kommt raus, man zupft ihn ab. Ich kann euch sehr empfehlen, die Finger ein bisschen nass zu machen. Das hat bei mir schon besser geklappt. Später habe ich es dann so gemacht, dass ich nur die linke Hand ein bisschen angefeuchtet habe, so wie hier. Und dann habe ich rechts mit einer Teigkarte den Teig abgestochen. Das fand ich tatsächlich am angenehmsten. Schreibt mir aber noch mal unten in die Kommentare eure Tipps und Tricks. Beide Teige werden dann bei 180 Grad für 10 bis 12 Minuten gebacken und können dann wirklich genossen werden. Mögt ihr sie lieber mit oder ohne Schokolade? Ich freue mich, wenn wir uns in diesen Videos wiedersehen und ich sende euch ganz liebe und herzliche Grüße. Eure Emma.